Ich stehe in einem dunklen Raum. Neben mir steht Albert Einstein. Mein Herz schlägt schnell und ich habe große Angst. Flammen schlagen bis zur Decke. Sterben wir jetzt? Diese Geschichte ist in einfachem Deutsch erzählt. Untertitel sind in fast jeder Sprache verfügbar. Aktiviere sie, um alles zu verstehen. Ich bin noch ein Junge und mein Leben ist sehr normal. Jeden Morgen gehe ich zur Schule und sitze im gleichen Raum wie immer. Eines Tages sagt unsere Lehrerin, dass wir von der Schule aus ein Praktikum machen müssen. Alle reden sofort durcheinander. Viele haben schon Ideen. Ich sitze still da. Ich spüre Druck in meinem Bauch. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Am Nachmittag gehe ich nach Hause. Ich setze mich an den Tisch in der Küche. Meine Eltern sind da. Ich erzähle ihnen von dem Praktikum. Sie hören ruhig zu. Sie fragen, wo ich das Praktikum machen will. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mein Vater schlägt mir vor, zu ihm in den Betrieb zu kommen. Aber das will ich nicht. Ich habe keine Lust auf was Normales. Dann sage ich etwas, das selbst für mich komisch klingt. Es trifft mich wie ein Blitz. Ich sage, dass ich einen Brief an Albert Einstein schreiben will. Meine Mutter lächelt. Mein Vater lächelt auch. Sie finden die Idee schön. Das sagen sie mir. Aber ich sehe es in ihren Augen. Sie glauben nicht wirklich daran. Sie meinen es gut. Sie wollen mich nicht verletzen. Trotzdem fühle ich mich klein. Später sitze ich allein in meinem Zimmer. Es ist ruhig. Das Fenster ist offen. Ich denke weiter nach. Der Name Albert Einstein ist wieder da. Er fühlt sich groß an. Er fühlt sich fern an. Der Gedanke ist verrückt. Trotzdem lässt er mich nicht los. Ich nehme ein Blatt Papier. Ich nehme einen Stift. Ich beginne zu schreiben. Meine Handschrift ist schlecht. Meine Sätze sind einfach. Ich schreibe, dass ich ein Praktikum machen muss. Ich schreibe, dass ich neugierig bin. Ich schreibe, dass ich lernen will. Ich schreibe, dass ich helfen will. Während ich schreibe, lache ich leise. Niemand wird antworten. Das weiß ich. Ich falte den Brief. Ich lege ihn in einen Umschlag. Ich gehe zur Tür. Ich werfe den Brief in den Kasten. Danach denke ich nicht mehr daran. Die Tage gehen weiter. Die Schule bleibt laut. Mein Leben bleibt klein. Wochen vergehen. Dann liegt eines Morgens ein alter Umschlag im Briefkasten. Er sieht fremd aus. Mein Name steht schief darauf. Mein Herz schlägt schneller. Ich öffne ihn. Ich sehe eine krakelige Handschrift. Ich lese langsam. Ich lese den Namen am Ende. Albert Einstein. Ich lese den Brief mehrmals. Ich kann es nicht glauben. Er nimmt mein Praktikum an. Ich halte das Papier fest. Meine Hände zittern. Ich sage nichts. Ich verstecke den Brief in meiner Tasche. Am nächsten Morgen gehe ich in die Schule. Der Klassenraum ist laut. Die Lehrerin steht vorne. Sie sagt, dass heute alle erzählen sollen, wo sie ihr Praktikum machen. Einer nach dem anderen meldet sich. Jemand sagt, er geht in eine Bäckerei. Jemand sagt, sie geht in ein Büro. Jemand sagt, er geht zu seinem Onkel in die Werkstatt. Alles klingt normal. Alles klingt sicher. Ich sitze still. Mein Herz schlägt laut. Jetzt bin ich dran. Alle schauen mich an. Die Lehrerin nickt. Mein Mund ist trocken. Ich denke an den Brief in meiner Tasche. Ich hebe langsam den Kopf. Ich sage, dass ich mein Praktikum bei Albert Einstein mache. Der Raum wird für einen Moment still und dann lacht jemand laut. Ein anderes Kind lacht mit. Noch jemand ruft etwas. Plötzlich lachen viele. Stimmen werden laut.
Stühle bewegen sich. Ich sitze da und werde heiß im Gesicht. Mein Herz schlägt schnell. Ich will etwas sagen, aber meine Stimme bleibt weg. Jemand sagt, das ist ein Witz. Jemand sagt, ich lüge. Jemand fragt, ob ich träume. Die Lehrerin ruft nach Ruhe. Es wird kurz leiser. Dann wird es wieder laut. Sie ruft noch einmal. Jetzt schreit sie. Ruhe! Der Raum wird still. Alle schauen nach vorne. Sie schaut mich an. Ihr Blick ist ernst. Sie fragt, ob das stimmt. Ich stehe langsam auf. Meine Beine fühlen sich weich an. Meine Hände zittern. Ich greife in meine Tasche. Der Brief ist da. Das Papier ist alt. Ich halte ihn fest. Jetzt gehe ich nach vorne. Jeder schaut mich an. Ich lege den Brief auf den Tisch. Die Lehrerin nimmt ihn. Sie liest langsam. Ihre Stirn bewegt sich. Sie liest den Namen. Albert Einstein. Sie liest weiter. Sie sagt nichts. Der Raum ist still. Niemand lacht mehr. Sie hebt den Kopf. Sie schaut mich an. Dann schaut sie in die Klasse. Sie sagt, es ist echt. Ein paar Kinder sagen nichts. Ein paar schauen weg. Ein paar schauen mich an. Jemand sagt leise Wow. Jemand fragt, wie das geht. Ich stehe da und atme schwer. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Freude ist da. Angst ist auch da. Die Stunde geht weiter. Aber nichts ist normal. Ich höre die Worte nicht. Ich sehe Gesichter. Manche sind hart, manche sind neugierig, manche wirken freundlich. Ich sitze wieder auf meinem Platz. Mein Kopf ist voll. Nach der Schule gehe ich nach draußen. Die Luft fühlt sich anders an. Kinder gehen neben mir. 2 lachen und sagen etwas Gemeines. Ich höre meinen Namen. Ich gehe schneller. Dann kommt jemand zu mir. Er sagt, das ist cool. Er sagt, er glaubt mir. Das tut gut. Ein anderes Kind fragt nach dem Brief. Ich sage nichts. Ich gehe weiter. Auf dem Weg nach Hause denke ich viel. Ich denke an den Raum. Ich denke an das Lachen. Ich denke an den Moment, als alles still wird. Zu Hause ist es ruhig. Ich gehe in die Küche. Meine Eltern sind da. Ich setze mich. Ich sage, dass heute etwas passiert ist. Meine Stimme ist leise. Ich hole den Brief aus der Tasche. Ich lege ihn auf den Tisch. Meine Mutter liest zuerst. Ihr Mund öffnet sich. Sie sagt nichts. Mein Vater liest danach. Er setzt sich langsam. Er schaut mich an. Dann schaut er den Brief wieder an. Sie sind fassungslos. Sie fragen, ob das ein Scherz ist. Ich schüttle den Kopf. Ich erzähle von der Klasse, vom Lachen, von der Stille, von der Lehrerin. Meine Eltern hören zu. Sie sagen nichts. Dann sagt meine Mutter, dass sie stolz ist. Mein Vater nickt. Seine Augen sind feucht. Wir sitzen still. Dann fragt mein Vater etwas. Seine Stimme ist ruhig. Er fragt, wohin ich gehen muss. Er fragt nach der Adresse. Ich nehme den Brief. Ich lese ihn noch einmal. Ich sehe keinen Ort. Keine Straße, keine Stadt. Nur den Namen. Nur die Einladung. Mein Herz wird wieder schnell. Wie weiß ich, wohin ich muss? Ich gehe an diesem Abend früh ins Bett. Mein Körper ist müde, mein Kopf ist wach. Ich liege im Dunkeln und starre an die Decke. Der Brief liegt neben mir. Ich denke an die Worte. Ich denke an den Namen. Ich denke an die fehlende Adresse. Dort steht kein Ort. Dort steht kein Weg. Ich frage mich immer wieder, wie das gehen soll. Ich drehe mich zur Seite. Ich drehe mich zurück. Mein Herz ist ruhig und schnell zugleich. Irgendwann werden meine Gedanken langsamer. Irgendwann schlafe ich ein. Am nächsten Morgen wache ich sehr früh auf. Das Haus ist still. Ich höre keinen Ton. Für einen kurzen Moment denke ich, dass alles nur ein Traum war. Dann stehe ich auf. Ich gehe zum Fenster. Draußen ist es noch kühl. Vor unserem Haus steht ein Auto. Es ist groß, es ist dunkel. Es passt nicht hierher. Eine Tür auf der Seite steht offen. Einfach offen. Mein Herz beginnt schnell zu schlagen. Ich bleibe stehen.
Ich blinzle. Das Auto bleibt da. Ich höre Schritte hinter mir. Meine Eltern stehen im Flur. Sie schauen auch hinaus. Niemand sagt etwas. Es klingelt an der Tür. Der Ton ist ruhig. Ich gehe langsam hin. Ich öffne die Tür. Ein Mann steht davor. Er trägt einen dunklen Mantel. Er trägt einen Hut. Er wirkt ruhig. Er wirkt sicher. Er sagt nur meinen Namen. Nicht laut, nicht leise. Genau richtig. Ich nicke. Ich hole meine Jacke. Meine Mutter schaut mich an. Mein Vater legt mir die Hand auf die Schulter. Seine Hand ist warm. Ich gehe hinaus. Die Luft ist frisch. Ich steige in das Auto. Der Sitz ist weich. Die Tür schließt sich leise. Das Auto fährt los. Niemand spricht. Die Straße zieht vorbei. Häuser werden weniger. Die Stadt verschwindet. Felder kommen. Bäume kommen. Kleine Straßen kommen. Die Zeit fühlt sich lang an. Ich schaue aus dem Fenster. Ich sehe Nebel. Ich sehe Licht. Ich sehe Schatten. Ich denke an die Schule. Ich denke an das Lachen. Ich denke an den Brief. Ich frage mich, wohin wir fahren. Ich frage mich, was mich erwartet. Wir fahren lange. Sehr lange. Vielleicht 2 Stunden. Vielleicht länger. Das Auto hält an. Wir sind in einem Dorf. Es ist sehr klein. Es ist sehr ruhig. Es gibt nur wenige Häuser. Alles wirkt alt. Alles wirkt still. Wir halten vor einer Werkstatt. Sie ist unscheinbar. Kein Schild, kein Name. Die Tür ist alt. Das Fenster ist klein. Ich steige aus. Der Boden ist kalt. Die Luft riecht nach Öl und Metall. Es riecht nach Arbeit. Es riecht nach Zeit. Ich höre ein leises Geräusch aus der Werkstatt. Ein Summen. Ein Kratzen. Jetzt stehe ich dort. Mein Herz schlägt laut. Ich gehe langsam näher. Jeder Schritt fühlt sich wichtig an. In der Werkstatt brennt ein kleines Licht. Es ist warm. Es ist gelb. Es wirft lange Schatten. Werkzeuge liegen herum. Kabel hängen von der Decke. Papier liegt auf einem Tisch. Überall sind Spuren von Arbeit. In der Ferne sehe ich eine Gestalt. Der Rücken ist zu mir gedreht. Er ist gekrümmt. Er bewegt sich langsam. Ein wuscheliger Kopf ist zu sehen. Die Haare stehen in alle Richtungen. Die Person beugt sich über etwas. Ich kann nicht sehen, was es ist. Ich höre ein leises Atmen. Ich höre ein leises Murmeln. Ich bleibe stehen. Ich halte den Atem an. Ich will nichts stören. Ich spüre Angst. Ich spüre Neugier. Ich spüre etwas Neues. Die Zeit steht still. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stehe. Sekunden fühlen sich wie Minuten an. Dann bewegt sich die Gestalt leicht. Ein Werkzeug wird abgelegt. Ein Papier raschelt. Das Licht flackert kurz. Mein Herz schlägt noch schneller. Ich denke an den Brief. Ich denke an den Weg. Ich denke daran, dass ich wirklich hier bin. Ich frage mich, ob ich etwas sagen soll. Ich frage mich, ob ich warten soll. Ich bleibe still. Ich atme langsam. Der Geruch wird stärker. Das Summen wird leiser. Die Gestalt bleibt mit dem Rücken zu mir. Ich sehe den gekrümmten Rücken. Ich sehe die ruhigen Bewegungen. Ich fühle Respekt. Ich fühle mich klein. Ich weiß, dass gleich etwas beginnt. Ich weiß nicht was. Ich stehe einfach da. Auf einmal spüre ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich zucke zusammen. Mein Herz springt. Ich drehe mich schnell um. Hinter mir steht der Chauffeur. Er lächelt ruhig. Seine Hand liegt noch kurz auf meiner Schulter. Dann nimmt er sie weg. Er schaut an mir vorbei in die Werkstatt und sagt ruhig: »Albert, dein Praktikant ist da.« Ich drehe mich wieder um. Die Gestalt in der Werkstatt hält inne. Die Arbeit stoppt. Der gekrümmte Rücken richtet sich langsam auf. Sehr langsam. Der wuschelige Kopf bewegt sich. Dann dreht er sich ganz um. Jetzt sehe ich sein Gesicht. Es ist alt. Es ist müde. Aber die Augen sind hell. Sie schauen genau. Albert Einstein sieht mich an. Er sagt nichts. Er lächelt leicht. Dann macht er einen kleinen Schritt auf mich zu. Dann noch einen. Er bleibt vor mir stehen.
Er schaut mich an, als hätte er keine Eile. Dann sagt er ruhig: »Du bist also gekommen.« Seine Stimme ist weich. Ich schlucke. Ich nicke nur. Er lächelt wieder. »Gut«, sagt er. Mehr nicht. Er streckt mir die Hand entgegen. Ich nehme sie vorsichtig. Seine Hand ist warm. Sie fühlt sich ruhig an. »Willkommen«, sagt er. Ich sage leise: »Danke.« Meine Stimme klingt fremd in meinen Ohren. Er lässt meine Hand los. Dann schaut er kurz zum Chauffeur. »Danke«, sagt er. Der Mann nickt. Dann geht er leise nach draußen. Die Tür schließt sich. Jetzt sind wir allein. Albert dreht sich um und geht zurück zu seinem Tisch. »Komm«, sagt er ruhig. Ich gehe langsam hinter ihm her. Jetzt stehe ich neben ihm. Der Raum wirkt kleiner, wärmer. Ich rieche Öl, ich rieche Metall. Ich höre ein leises Summen. »Setz dich«, sagt er und zeigt auf einen Hocker. Ich setze mich. Der Hocker wackelt leicht. Ich halte still. Ich schaue zu. Albert beugt sich wieder über seine Arbeit. Er nimmt ein Werkzeug. Dann legt er es wieder weg. Er denkt nach. Lange. Ich traue mich kaum zu atmen. Dann frage ich leise: »Was soll ich machen?« Er schaut mich an. Seine Augen sind freundlich. »Zuerst«, sagt er ruhig, »schaust du zu.« Ich nicke. Das kann ich. Die Zeit vergeht langsam. Albert arbeitet. Er sagt wenig. Manchmal murmelt er etwas. Ich verstehe nicht alles. Aber ich spüre Ruhe. Meine Angst wird kleiner. Nach einer Weile schaut er wieder zu mir. »Hast du Fragen?«, fragt er. Ich denke kurz nach. Dann sage ich ehrlich: »Ich weiß nicht, warum ich hier bin.« Er lächelt. Ein wenig stärker. »Das ist gut«, sagt er. »Neugier ist ein Anfang.« Dann dreht er sich wieder zu seiner Arbeit. Ich sitze da. Ich beobachte. Ich höre zu. Ich bin still. Und ich weiß, dass dieser Tag etwas in mir verändert. Albert arbeitet weiter. Ich sitze still. Der Raum ist ruhig. Ich höre nur ein leises Summen. Meine Hände liegen auf meinen Knien. Ich bewege mich nicht. Nach einer Weile legt Albert das Werkzeug weg. Er schaut zu mir. Sein Blick ist ruhig. »Du bist sehr still«, sagt er. Ich erschrecke kurz. Habe ich etwas falsch gemacht? Ich schüttele den Kopf. »Ich wollte nicht stören«, sage ich leise. Albert lächelt leicht. »Stille stört nicht«, sagt er. Dann macht er eine Pause. Stille hilft. Die Worte bleiben in meinem Kopf. Ich denke darüber nach. Ich sage nichts. Albert schaut wieder auf den Tisch. Dann fragt er: »Warum hast du mir geschrieben?« Seine Stimme ist ruhig. Mein Bauch wird fest. Ich atme ein. »Ich muss ein Praktikum machen«, sage ich. Dann halte ich kurz inne. »Und ich bin neugierig.« Ich warte. Ich erwarte ein Lachen. Es kommt nicht. Albert nickt langsam. »Neugier ist wichtiger als Wissen«, sagt er. Ich verstehe den Satz nicht ganz. Aber er fühlt sich richtig an. Er zeigt auf einen Stapel Papier. »Ordne das«, sagt er. »Nicht perfekt, nur brauchbar.« Ich stehe auf. Meine Beine fühlen sich sicherer an. Ich nehme das Papier. Meine Hände zittern kaum noch. Auf den Seiten sind Linien, Zahlen, Zeichen. Ich verstehe nichts. Trotzdem arbeite ich weiter. Blatt für Blatt. Langsam. Plötzlich kommt ein lautes Geräusch. Metall schlägt auf Metall. Ich zucke zusammen. Mein Herz springt. Albert ist sofort wach. Er schaut zur Seite. »Komm«, sagt er ruhig. Ich folge ihm. Jetzt stehe ich neben einer Maschine. Die Luft ist warm. Das Licht flackert. Ich spüre Angst. »Ist das gefährlich?«, frage ich leise. Albert beugt sich vor. Er dreht etwas. Das Geräusch stoppt. Die Maschine wird still. Er atmet aus. »Jetzt nicht«, sagt er. Ich schaue ihn an. »Was war das?«, frage ich. Albert denkt kurz nach. Dann sagt er: »Zeit.« Ich runzle die Stirn. »Zeit«, wiederhole ich. Er nickt.
Zeit entscheidet oft schneller als wir, sagt er. Ich verstehe es nicht. Noch nicht. Aber ich merke etwas. Dieser Ort ist anders. Diese Arbeit ist anders. Und ich bin nicht zufällig hier. Ich setze mich wieder auf den Hocker. Ich atme ruhig. Ich schaue zu. Ich schaue Albert an. Das Wort bleibt in meinem Kopf. Zeit. Ich verstehe es nicht. Es klingt einfach. Aber es fühlt sich schwer an. Ich atme tief ein. Dann frage ich noch einmal nach. Was meinst du mit Zeit? Sage ich leise. Albert schaut mich ruhig an. Er wirkt nicht überrascht. Er wirkt, als hätte er diese Frage schon oft gehört. Viele Menschen denken, Zeit ist nur eine Uhr, sagt er langsam. Er nimmt eine kleine Uhr vom Tisch. Sie ist alt. Sie tickt leise. Diese Uhr zeigt Zeit, sagt er. Dann hält er sie kurz in der Hand. Aber sie erklärt Zeit nicht. Er legt sie wieder weg. Ich schaue auf die Uhr. Dann schaue ich ihn an. Zeit fühlt sich unterschiedlich an, sagt er weiter. Sie ist nicht immer gleich. Ich runzle die Stirn. Ich will verstehen. Wenn du Angst hast, sagt er, ist 1 Minute sehr lang. Ich nicke sofort. Mein Bauch zieht sich kurz zusammen. Wenn du wartest, sagt er, geht Zeit kaum vorbei. Ich denke an die Schule, an Prüfungen, an lange Stunden. Wenn du neugierig bist, sagt er weiter, dann rennt die Zeit. Ich denke an den heutigen Morgen, an die Fahrt, an die Werkstatt. Albert schaut kurz aus dem Fenster, dann wieder zu mir. Zeit ist nicht für alle gleich, sagt er, und nicht für alles gleich. Ich atme ruhig. Warum nicht? Frage ich. Er überlegt kurz. Weil Bewegung Zeit verändert, sagt er. Und Denken auch. Ich schaue ihn fragend an. Wenn sich etwas sehr schnell bewegt, sagt er, dann vergeht Zeit anders. Ich verstehe es nur ein wenig, aber ich höre genau zu. Für dich fühlt sich Zeit normal an, sagt er. Für etwas Schnelles fühlt sie sich anders an. Er macht eine Pause. Das ist Relativität, sagt er ruhig. Das Wort ist neu für mich. Es klingt groß. Ich sage nichts. Albert zeigt zur Maschine. Auch hier, sagt er. Zeit entscheidet. Ich schaue auf die Kabel, auf das Licht. Und wenn man den Moment verpasst, frage ich vorsichtig. Albert wird ernst. Sein Blick ist ruhig, aber fest. Dann wird es gefährlich, sagt er. Mein Herz schlägt schneller. Ich schlucke. Nicht alles verzeiht Zeit, sagt er weiter. Manchmal wartet sie nicht. Ich nicke langsam. Ich spüre Respekt. Albert atmet tief ein. Dann steht er auf. Heute schaust du nur, sagt er ruhig, und lässt die Zeit vergehen. Ich fühle Erleichterung. Ich nicke. Ich setze mich wieder auf den Hocker. Ich sitze gerade. Ich bewege mich nicht. Albert arbeitet weiter. Er ist ruhig. Seine Bewegungen sind langsam. Die Maschine summt leise. Das Licht flackert nicht mehr. Ich höre jeden Ton. Ich rieche Öl und Metall. Zeit fühlt sich jetzt anders an. Nicht schnell, nicht langsam. Sie ist einfach da. Und ich frage mich, wie Zeit sich morgen anfühlen wird. Ich sitze auf dem Hocker und schaue zu. Ich sage nichts. Albert arbeitet ruhig weiter. Seine Bewegungen sind langsam. Sehr langsam. Ich denke, die Zeit vergeht kaum. Dann merke ich etwas. Mein Körper ist entspannt. Mein Kopf ist ruhig. Ich denke nicht mehr an die Schule. Ich denke nicht an morgen. Ich denke nicht an mich. Ich schaue auf die Uhr an der Wand. Sie hat sich bewegt. Mehr als gedacht. Ich blinzle. Das Licht im Raum wirkt anders. Wärmer. Tiefer. Ich erschrecke kurz. Zeit ist vergangen. Viel Zeit. Ich weiß nicht wie. Albert legt ein Werkzeug weg. Er schaut auf. Schon so spät, sagt er ruhig. Ich spüre ein leichtes Lächeln in mir. Er hatte recht. Die Zeit ist geflogen.
In diesem Moment öffnet sich die Tür. Der Chauffeur tritt ein. Er bleibt stehen. Er schaut zu Albert. »Es ist Zeit«, sagt er leise. Albert nickt. »Gut«, sagt er. Dann schaut er zu mir. »Für heute reicht es.« Ich stehe auf. Meine Beine fühlen sich leicht an. Mein Kopf ist klar. Wir gehen nach draußen. Die Luft ist kühl. Der Himmel ist heller als gedacht. Ich steige wieder in das Auto. Die Tür schließt sich leise. Die Fahrt zurück fühlt sich kürzer an. Viel kürzer. Ich schaue aus dem Fenster. Die Straße zieht vorbei. Ich denke an den Raum, an den Hocker, an die Worte über Zeit. Zu Hause steht Licht im Haus. Meine Eltern warten. Als ich reinkomme, stehen sie sofort auf. Ihre Gesichter sind erleichtert. »Wir haben uns Sorgen gemacht«, sagt meine Mutter. »Erzähl«, sagt mein Vater. Ich setze mich. Ich denke kurz nach. Dann sage ich die Wahrheit. Wir haben viel über Zeit gesprochen. Meine Eltern schauen sich an. »Und sonst?«, fragt mein Vater. Ich zucke leicht mit den Schultern. Sonst habe ich auf einem Hocker gesessen und zugeschaut. Stille. Meine Mutter runzelt die Stirn. »Den ganzen Tag?«, fragt sie. Ich nicke. Mein Vater lacht kurz. Nicht böse, nur unsicher. »Das klingt seltsam«, sagt er. Ich sage nichts mehr. Ich lächle nur leicht. In mir fühlt sich alles richtig an. Perfekt ruhig. Ich weiß, dass sie es nicht verstehen müssen. Ich weiß, dass es genau so sein sollte. Ich gehe später ins Bett. Mein Körper ist müde. Mein Kopf ist ruhig. Ich denke an morgen. Und ich freue mich. Die Tage gehen weiter. Sie fühlen sich nicht mehr neu an. Sie fühlen sich vertraut an. Ich kenne den Weg. Ich kenne den Geruch. Ich kenne den Hocker. Jeden Morgen sitze ich dort. Ich schaue zu. Albert arbeitet. Oder er wartet. Oder er denkt. Manchmal alles gleichzeitig. Wir sprechen immer wieder über Zeit. Nie lange, nie genau, aber oft. Sehr oft. Der richtige Moment, sagt er an einem Tag. Zu früh ist falsch, sagt er an einem anderen. Zu spät ist gefährlich, sagt er wieder. Dieses Wort bleibt. Gefährlich. Sehr gefährlich. Ich schaue dann zur Maschine. Sie steht ruhig da, aber sie fühlt sich nicht ruhig an. Kabel laufen hinein. Markierungen sind überall. Uhren hängen an der Wand. Mehrere. Keine zeigt genau das Gleiche. Albert wartet oft sehr lange. Dann bewegt er sich plötzlich. Schnell, genau, nur für Sekunden. Dann wieder Stille. Ich beginne zu verstehen. Nicht mit Worten, mit Gefühl. Diese Maschine ist nichts Normales. Sie ist nicht nur Technik. Sie ist nicht nur Denken. Sie ist etwas mit Zeit, mit Momenten, mit Bewegung. Ich spreche es nicht aus, ich frage nicht. Aber der Gedanke ist da, immer stärker. Das ist eine Zeitmaschine. Nicht so, wie man sie sich vorstellt. Nicht laut, nicht groß, sondern still, präzise, gefährlich. Ich sehe, wie Albert auf die Uhren schaut, wie er wartet, wie er atmet, wie er den Moment spürt. Wenn er den falschen Moment trifft, passiert etwas. Das weiß ich. Er sagt es nicht oft. Aber wenn er es sagt, wird seine Stimme ruhig und hart zugleich. Dann wird es sehr gefährlich, sagt er einmal. Ich nicke. Ich frage nicht warum. Ich weiß, dass ich es noch nicht verstehen soll. Die Zeit vergeht jeden Tag schneller. Morgens sitze ich auf dem Hocker. Dann ist plötzlich Abend. Der Chauffeur kommt. Immer ruhig, immer ohne Worte. Zu Hause warten meine Eltern. Sie fragen, ich antworte. Immer ähnlich. Wir haben über Zeit gesprochen. Ich habe zugeschaut. Sie lächeln. Sie zweifeln. Sie verstehen es nicht. Aber das ist in Ordnung. Ich weiß, was ich sehe. Ich weiß, was ich spüre. Ich weiß, dass Albert an etwas arbeitet, das die Zeit selbst berührt. Nicht um sie zu beherrschen, nicht um sie zu ändern, sondern um sie zu verstehen. Und während ich abends im Bett liege, denke ich nicht mehr an den Anfang.
Ich denke nicht mehr daran, wie alles begann. Ich denke an morgen, an den Hocker, an die Maschine, an die Zeit. Und ich weiß, dass ich genau dort sein soll. Die letzte Woche beginnt. Ich spüre es sofort. Etwas liegt in der Luft. Die Fahrt fühlt sich schwer an. Der Chauffeur ist stiller als sonst. Ich schaue aus dem Fenster. Die Felder ziehen vorbei, aber mein Kopf ist woanders. Ich betrete die Werkstatt. Der Geruch ist da. Öl, Metall, Staub. Das Licht ist an. Aber Albert ist nicht da. Das ist neu. Das ist falsch. Ich bleibe stehen. Ich höre nichts. Kein Summen, keine Schritte. Nur Stille. Ich gehe langsam zu meinem Hocker. Ich setze mich. Das Holz ist kalt. Ich lege die Hände auf meine Knie. Ich warte. Die Zeit vergeht langsam. Sehr langsam. Jede Sekunde fühlt sich schwer an. Ich schaue zur Tür. Nichts passiert. Dann plötzlich geht die Tür auf. Albert kommt herein. Schnell. Hastig. Seine Jacke hängt schief. Seine Haare sind völlig durcheinander. Sein Gesicht ist blass. Seine Augen sind rot. Er sieht aus, als hätte er viele Nächte nicht geschlafen. Er bleibt kurz stehen. Er schaut mich an. Sein Blick ist anders als sonst. Dringend. Unruhig. »Komm mit«, sagt er sofort. Ich stehe auf. Mein Herz schlägt hart. »Willst du endlich verstehen, worum es geht?«, fragt er. Ich schlucke. Ich nicke. Er dreht sich um und geht schnell los. Nicht zur Werkbank. Nicht zur kleinen Maschine. Zur Tür am Ende der Werkstatt. Diese Tür war immer geschlossen. Jeden Tag. Ohne Ausnahme. Er öffnet sie. Warme Luft kommt mir entgegen. Ein tiefes Summen liegt im Raum. Wir treten ein. Der Raum ist groß. Viel größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Die Decke ist hoch. Die Wände sind voll mit Kabeln. Überall hängen Uhren. Große, kleine, alte, neue. Keine zeigt dieselbe Zeit. Und in der Mitte steht sie. Die Maschine. Nicht klein, nicht leise. Sie ist riesig. 3-mal so groß wie die andere. Metallplatten glänzen. Lichter blinken langsam. Ein tiefer Ton liegt in der Luft. Ich kann kaum atmen. Albert bleibt stehen. Er schaut auf die Maschine. Lange. Dann schaut er zu mir. »Das ist es«, sagt er ruhig. Ich sage nichts. Mein Kopf ist leer. »Daran arbeite ich«, sagt er weiter. »Seit vielen Jahren.« Er geht ein paar Schritte näher. Seine Stimme wird schneller. »Alles, was du gesehen hast, war Vorbereitung.« Ich spüre Angst. Meine Hände zittern. »Heute«, sagt er leise, »könnte der Moment kommen.« »Welcher Moment?«, frage ich. Meine Stimme ist kaum hörbar. Albert schaut mich direkt an. »Der Moment«, sagt er, »in dem Zeit sich öffnen kann.« Mein Körper wird kalt. »Ich glaube«, sagt er weiter, »dass es heute möglich sein wird, durch die Zeit zu reisen.« Ich mache einen Schritt zurück. »Wenn ich den Moment nicht treffe«, sagt er ruhig, »werde ich wahrscheinlich sterben.« Mein Herz schlägt wild. »Vielleicht nicht nur ich«, sagt er. »Vielleicht mehr.« Er schaut kurz zur Maschine, dann wieder zu mir. »Vielleicht die ganze Erde.« Mir wird schwindlig. »Dann hör auf«, sage ich leise. Albert schüttelt langsam den Kopf. »Ich kann nicht«, sagt er. Er atmet tief ein. »Zeit ist mehr, als man denkt«, sagt er. »Sie ist kein Werkzeug.« Er legt eine Hand auf die Maschine. Zeit beherrscht das Universum. Die Uhren ticken, jede anders. Der Raum lebt. »Wenn man mit Zeit spielt«, sagt er ruhig, »kann man alles zerstören.« Ich spüre pure Angst. Sie sitzt tief. Sie drückt auf meine Brust. »Aber«, sagt er, »wenn niemand es versucht, wird man sie nie verstehen.« Er schaut mich an. Sein Blick ist ruhig, entschlossen. »Und ich muss es tun«, sagt er. Ich stehe da, klein, still, voller Angst. Und ich weiß, dass dieser Tag anders enden wird als alle davor.
Auf einmal geht alles sehr schnell, viel zu schnell. Die Lampen an der Maschine beginnen zu leuchten. Erst schwach, dann hell. Sehr hell. Der Raum füllt sich mit Licht. Albert bewegt sich hastig. Seine Ruhe ist weg. Seine Augen sind wach. Seine Stimme ist laut. »Hör zu«, sagt er schnell. »Du musst auf die Anzeigen achten.« Ich verstehe kaum etwas. Mein Herz rast. Meine Hände sind kalt. Albert zeigt auf Hebel, auf Schalter, auf eine Anzeige. »Wenn das Licht rot wird«, sagt er, »dann wartest du.« Er schaut mich fest an. »Wenn es gelb wird«, sagt er, »dann handelst du sofort.« Ich nicke. Ich habe große Angst. Albert dreht sich um. Er geht zur Maschine. Die große, die offene. »Albert«, sage ich. Meine Stimme zittert. Was soll ich machen, wenn etwas schief geht? Er bleibt kurz stehen. Dann schaut er zu mir. »Vertrau der Zeit«, sagt er. Dann geht er in die Maschine. Die Tür schließt sich. Mein Atem stockt. Ich bin allein. Die Lichter werden stärker. Töne beginnen zu erklingen. Tief. Laut. Die Uhren drehen sich. Nicht gleich, nie gleich. Eine Sirene beginnt zu heulen. Mein Kopf dröhnt. Ich schaue auf die Anzeigen. Grün, gelb, grün. Dann rieche ich etwas. Rauch. Ein Funke springt. Etwas beginnt zu brennen. Flammen schlagen hoch. »Nein«, flüstere ich. Aus der Maschine höre ich Alberts Stimme. »Etwas ist falsch«, ruft er. Mein Körper friert. »Noch 10 Sekunden«, schreit er. Ich schaue wild um mich. Meine Gedanken sind leer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Die Anzeige springt auf Gelb. Ich erinnere mich an seine Worte. Nicht denken. Spüren. Ich greife nach einem Hebel. Nicht sicher. Nur aus Gefühl. Ich ziehe ihn. Die Sirene wird lauter. Die Flammen größer. 5, ruft Albert. 4, 3. Das Licht wird plötzlich schwächer. 2. Ich halte den Atem an. 1. Dann Stille. Alle Lichter gehen aus. Alle Töne verschwinden. Kein Blinken. Kein Summen. Nur Stille. Ich stehe da. Meine Beine zittern. Mein Herz schlägt laut. »Albert«, rufe ich. Keine Antwort. Ich warte. Sekunden. Minuten. Nichts. Die Zeit fühlt sich schwer an. Sehr schwer. Ich sitze auf dem Boden. Ich warte weiter. Meine Angst wächst. Eine Stunde vergeht. Vielleicht mehr. Ich weiß es nicht. Meine Hände zittern. Ich stehe langsam auf. Ich gehe zur Maschine. Meine Schritte sind langsam. Vorsichtig. »Albert«, sage ich noch einmal. Keine Antwort. Mit zitternden Händen öffne ich die Tür. Der Raum in der Maschine ist leer. Albert ist nicht da. Ich starre hinein. Mein Kopf ist leer. Mein Bauch zieht sich zusammen. Was zum Teufel ist passiert? Ich stehe noch immer vor der offenen Maschine. Mein Kopf ist leer. Mein Magen zieht sich zusammen. Mir wird schlecht. Meine Beine fühlen sich weich an. Hat es geklappt? Ist Albert durch die Zeit gereist? Ist er jetzt irgendwo anders? Oder ist er tot? Fragen kommen. Viele Fragen, keine Antworten. Ich gehe langsam zurück in die Werkstatt. Jeder Schritt fühlt sich fremd an. Die Luft ist ruhig. Zu ruhig. Das Licht ist wie immer. Dann sehe ich etwas. Da steht jemand. Vorübergebeugt, mit dem Rücken zu mir, genau wie am ersten Tag. Ein gekrümmter Rücken. Ein wuscheliger Kopf. Mein Herz bleibt stehen. »Albert«, rufe ich laut. Die Person erschrickt. Sie dreht sich schnell um. Die Augen sind wach, verwirrt. »Wer bist du?«, fragt er. »Wie bist du hier reingekommen?« Ich starre ihn an. Meine Welt bricht. »Albert«, sage ich. »Ich bin es.« Er schaut mich prüfend an. »Ich kenne dich nicht«, sagt er ruhig. Mein Atem wird schnell. »Ich bin dein Praktikant«, sage ich. »Erinnerst du dich nicht?« Albert runzelt die Stirn. Dann schüttelt er den Kopf. »Praktikant«, fragt er. »Das Praktikum beginnt doch erst morgen.« Er schaut zur Tür. »Hat der Chauffeur dich heute schon abgeholt?« Mir wird schwindlig. »Heute?«, frage ich leise. »Ja«, sagt er. »Heute.«
Ich trete einen Schritt zurück. Ich bin seit einem Monat hier, sage ich. Albert schaut mich lange an. Sehr lange. Er sagt nichts. Dann fragt er ruhig: Bist du gerade aus dem Raum mit der geschlossenen Tür gekommen? Ich nicke. Meine Stimme zittert. Ich erzähle alles. Von der großen Maschine, von den Lichtern, von der Sirene, davon, dass er hineingegangen ist, davon, dass er verschwunden ist. Albert hört zu. Still. Ohne mich zu unterbrechen. Als ich fertig bin, sagt er nichts. Dann brechen Tränen aus ihm heraus. Plötzlich. Still. Echt. Er setzt sich. Er hält den Kopf in den Händen. Er weint. In diesem Moment verstehe ich es. Nicht Albert ist durch die Zeit gereist, sondern ich. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Einen Tag vor dem Beginn meines Praktikums. Mein Herz rast. Meine Gedanken explodieren. Wie erkläre ich das meinen Eltern? Wie erkläre ich das der Schule? Wie erkläre ich mein Verschwinden? Dann wird mir klar, nichts wird mehr normal sein. Albert steht auf. Er kommt langsam zu mir. Er legt seine Arme um mich. Fest, sicher. Du bist kein Praktikant mehr, sagt er leise. Ich schaue ihn an. In deiner Realität hast du das Praktikum nicht beendet, sagt er. In meiner Realität hast du es noch nicht einmal begonnen. Er lächelt traurig. Aber du hast mir etwas gezeigt, das niemand sonst gesehen hat. Er legt eine Hand auf meine Schulter. Ich stelle dich fest ein. Als Assistent? Ich atme tief ein. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber ich weiß eines. Mein Leben hat sich gerade für immer verändert. Und alles begann mit einem Brief.